Da ist die von der einen Seite mit den Zöpfen und von der anderen Seite 2 rechts, 2 links. Für diese wunderschöne Mütze mit diesen Zopfstreifen brauchen wir 100 Gramm Wolle, und zwar ist das eine Lauflänge von 80 Metern. Genau. Wir brauchen ein Nadelspiel, Größe 5. Und hier habe ich ein handgefärbtes Nadelspiel. Also wir fangen an mit 88 Maschen. Ich habe hier schon einige Reihen vorbereitet. Diese 88 Maschen werden gleichmäßig auf 4 Nadeln verteilt. Und dann haben wir einen Kopfumfang von 56 bis 59 Zentimetern. Ungefähr 27,5 Zentimeter in der Breite und 26 Zentimeter in der Höhe. Wir stricken erstmal diese 88 Maschen gerade hoch, bis 22 Zentimeter erreicht sind. Die Anfangsreihe, also die erste nach den Anfangsaufnahmen, sind eine Masche links und 2 Maschen rechts und eine Masche links. Das heißt grundsätzlich 2 Maschen rechts und 2 Maschen links. Nur in der ersten Reihe fangen wir mit einer Masche links an und enden mit einer Masche links in der Reihe. So, nach 22 cm Höhe fangen wir an mit den Abnahmen. Hier seht ihr das Muster. Dafür braucht ihr keine Zopfnadel. Hier habe ich bereits einmal einen Zopf gestrickt. Ich fange dann mal an, euch das zu zeigen. Wir stricken jetzt die erste Reihe, also das Maschenbild besteht aus 4 Reihen, eine Reihe Zopf und 3 Reihen, wie sie erscheinen. Jetzt kommt die Zopfreihe, das heißt, wir stricken eine Masche links und nun stricken wir von diesen beiden rechten Maschen zuerst die hintere rechts ab, die Masche lassen wir auf der Nadel drauf, dann stricken wir die erste Masche ab und nun schieben wir beide Maschen von der Nadel. Da haben wir den Zopf. Jetzt 2 Maschen links abstricken. Nun kommt der nächste Zopf. Wieder die hintere zuerst stricken, auf der Nadel belassen und die erste rechts abstricken und von der Nadel schieben. Wieder 2 Maschen links. Und so weiter die ganze Runde.
Nun haben wir 22 cm gestrickt. Ungefähr, ja. Und nun fangen wir mit den Abnahmen an. Wir haben jetzt noch so wenig Wolle. Ich hoffe, das reicht. Das muss reichen, weil das sind dann genau 100 Gramm, die wir verstrickt haben. So, und die nächste Runde stricken wir immer die beiden linken Maschen zusammen ab. Ich zeige das mal von dichten. Also wir haben ja immer diesen Zopf und dazwischen sind zwei linke Maschen und die stricken wir jetzt zusammen ab. Also als linke Masche. Eine Runde und am Ende dieser Runde haben wir noch 66 Maschen. Die müssen wir natürlich noch mal darüber nehmen. Also die ersten beiden sind zwei linke Maschen. Stricken wir links zusammen ab. Dann kommen zwei rechte, also der Zopf, und dann wieder die beiden zusammen links abstricken. Das machen wir die ganze Runde. So, jetzt sind wir rum. Nun stricken wir 3 Runden ohne Abnahmen. Die Zöpfe, die arbeiten wir auch weiter so. Also 3 Runden. Wenn ihr wollt, könnt ihr da einen Maschenmarkierer reinnehmen. So, jetzt habe ich schon 2 Runden. Jetzt kommt die dritte und da stricke ich die Zöpfe, aber immer noch keine Abnahmen. Also ein Zopf, wie vorher im Muster weitermachen. Aber nur eine linke Masche dazwischen. Noch eine Runde. Also diese Runde. So, fertig mit der Runde, also mit den 3 Runden. Und nun nehmen wir wieder 2 Maschen zusammen ab in der Runde. Und am Ende der Runde haben wir 44 Maschen. Und zwar stricken wir die wie folgt ab. Eine rechte Masche mit der linken Masche zusammen, die davor liegende linke Masche. Also rechts abstricken. Wir stechen in die rechte Masche ein,
Vorne ist die linke Masche, stricken die beiden rechts ab. Und die zweite rechte Masche dahinter. So bleibt unser Zopf erhalten. Also wieder 2 Maschen zusammen ab und eine rechte. Immer 2 Maschen zusammen abstricken, immer die rechte mit der davor liegenden linken Masche zusammen und eine rechts. Wieder 2 zusammen, eine rechts. Geht eigentlich ziemlich schnell diesmal. Die müssen wir allerdings auf die nächste Nadel schieben. Und unseren Maschenmarkierer können wir auch wieder rausnehmen. Den brauchen wir nicht mehr. Also weiter geht's. Hier haben wir wieder eine linke und die rechte zusammen. Rechts. Immer nur rechts stricken. So, und am Ende der Runde, wie gesagt, haben wir noch 44 Maschen. Aufpassen, ihr strickt die Zöpfe weiter. Letzte Nadel und die Runde ist fertig. Nun stricken wir wieder 3 Runden ohne Abnahmen, machen den Maschenmarkierer rein und los geht's. Achtet auf die Zöpfe, die auch weiterhin arbeiten. Eigentlich sind das alles nur rechte Maschen, fällt mir gerade ein. Also es sind alles nur rechte Maschen. So, nun ist erstmal eine Runde rum. Ich zähle jetzt erstmal, weil ich glaube, wir müssen einen Zopf machen. Nein, noch nicht. Noch eine Runde und dann zopfen wir. Jetzt müssen wir noch eine Runde ohne Abnahmen stricken und da müssen wir die Zöpfe machen. Das heißt, wir machen jede 2 Maschen einen Zopf.
So, hier sieht man schön die 3 Reihen, die wir gestrickt haben. Und nun kommt wieder eine Abnehmrunde. In der folgenden Runde stricken wir fortlaufend 2 Maschen rechts zusammen ab. Dann sind noch 11 Maschen übrig. Und dann sind wir schon fertig. Und von den 100 Gramm ist nicht mehr viel übrig. Also zwei Maschen zusammen abmaschen. Das wird wohl nicht nur eine Runde sein, sondern 2 Runden. Also fortlaufend bedeutet so lange, bis wir noch 11 Maschen übrig haben. So, jetzt haben wir noch 11 übrig. Da ziehen wir jetzt den Faden zweimal durch. Ziehen den Faden dann fest und die Mütze ist fertig. Dann müssen wir noch die Fäden vernähen und dann zeige ich euch, wie sie aufgesetzt aussieht, wenn ich sie trage. Spannung. Also erstmal einen ordentlich langen Faden abschneiden und den Faden dann zweimal durchziehen. So, einmal bin ich durch. Bisschen festziehen. Und jetzt kommt das zweite Mal. Und dann kann ich auch die Nadel rausnehmen.